Hey guys, I'm Kelle, and before the video starts, this video will be in German. Just a little disclaimer for the English followers. I will put English subtitles below. I made a vote on Instagram and you guys voted for German with English subtitles. I was really confused, but let's do it. It will definitely be more authentic. So let's go and have fun with the video about my first bike. Wir fangen jetzt mal an hier mit einem kleinen Status-Update, was wir hier so haben. Ich gebe dafür aber immer die Kamera weiter hier an den Kollegen. Der kann mich mal filmen, dann zeige ich euch mal, was abgeht. Wir müssen ein paar Sachen machen, also müssen eigentlich nichts machen, aber wollen, außer das hier. Das ist so ein bisschen scheiße. Kannst du mal einmal das Kennzeichen im Halter zeigen. Der ist so ein bisschen von der Stellung zu hoch. Halbe Bremslicht verdeckt ist natürlich scheiße, wenn die Polizei mal hinter dir fährt, dann werden die dich anhalten. Ne? Dann haben wir ein Problem mit Fehlzündung, weswegen wir wahrscheinlich mal den Tank abbauen werden und den Vergaser mal auseinandernehmen. Dementsprechend ist bei der Überführungsfahrt durch eine Fehlzündung auch hinten dieses Abdeckungsblech vom Auspuff abgeflogen und fast ins Auto reingeknallt. Nicht so optimal, aber an sich scheißegal, da kommt eine andere Anlage dran. Was wir auch noch machen wollen, sind so ein paar Schönheitssachen. Zum Beispiel der Frontfender ist halt nur grundiert, nicht lackiert. Der wird neu lackiert. Genauso wie hier, die Sachen hier müssen halt alle mal aufpoliert werden und so, ne? So Schönheitssachen. Aber im Großen und Ganzen ja, ist das gar nicht so viel. Ne? Das erste, was wir machen werden, ist erstmal jetzt schauen, dass wir dieses Fehlzündungsproblem halt gelöst kriegen. Ne? Deswegen würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen was ab, oder? Ey, du musst so eine Sekundenaufnahme machen. Du musst das, man muss dann immer wieder weggehen, weißt du, und dann die Bilder kannst du alle rausschneiden, wie immer wieder was nächstes Teil abgebaut ist. Ja, weiß ich nicht. Weißt du mal? Hier ist Imbus, der ist vergammelt, verkackt. Der ist Imbus. Imbus ist der. Mal 9 einfach, glaube ich. Der ist Imbus. Was ist denn Imbus? Oben. Ach du Scheiße. Kevin, was ist? Da hängt alles. Das ist der für den Leerlauf, ne? Stand das. Und das hier? Oh, der ist gerade echt. So Leute, ich gebe euch mal kurz das Update. Wir haben jetzt ein bisschen was auseinandergebaut hier. Ne? Man sieht, zeige ich euch das mal. Also der Tank ist komplett runter, ganze Verkleidung, Sitz und alles. Ne? Haben wir alles abgebaut, ist kein Hexenwerk. Ich mache es ja auch zum ersten Mal beim Bike. Autos habe ich natürlich in meiner Lehre als Kfz-Mechatroniker schon ein bisschen geschraubt, aber Motorräder noch nie tatsächlich. Hier sitzt der Vergaser und meine Vermutung ist, dass ich ein Problem mit dem Aircut-Ventil habe. Ich meine, das müsste dieses Ventil hier sein und das sorgt einfach dafür, dass dieses Auspuffknallen eigentlich verhindert werden soll. Du hast hier 2 Kanäle, sag ich mal, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist hier drin ein Kolben, der quasi, wenn man abrupt vom Gas geht, über Unterdruck einen Kanal sperrt und somit das Gemischverhältnis magerer macht und dann müsste quasi das Auspuffknallen verhindert werden. Und hier drin ist so eine Membrane, wenn die quasi kaputt ist, dann funktioniert das nicht, weil der Kolben nicht weit genug hochkommt. Sprich, mein Plan ist jetzt, den Vergaser einmal komplett auszubauen, das Ganze auseinanderzunehmen, ein bisschen zu reinigen und mir halt mal diese Membran anzugucken und zu schauen, ob da vielleicht schon das Problem liegen könnte. Jetzt habe ich auch schon den Frontfender hier abgebaut. Der ist ja wie gesagt nicht lackiert. Dann kann man den schon mal bearbeiten. Wir werden den mal versuchen selber zu lackieren und gucken, wie das Ganze aussieht. Und ja, ne, die ganzen Chromteile hier, die wir jetzt auch abgebaut haben, zum Beispiel hier vom Tacho und auch vom Luftfilter, die kann man natürlich jetzt schön polieren.
geil an hier meine neue Lampe. Aber ich denke so. Außer dass ich halt schon mittlerweile Junge. Du hast mich damit halt schon so oft geblendet und ich sehe nichts mehr. Irgendwas so am Bremsstau. Das ist doch was gemacht. Ja, morgen ist noch kleiner, ne? Da war ja irgendwas, was das sagen. 3 BMW. Ja, ich hab geschnitten. Scheiße. Oh, ist sogar los. Vielleicht liegt es auch daran. Nicht fest. Ja, alles nicht unmöglich, aber das, was du sagtest mit der Membran, das wird schon eindeutig. Aber es muss ja auch, wenn einmal Fallstoff im System ist, wird es doch auch schon reichen, damit das Gemisch falsch ist. Ja. Wenn ich das richtig verstanden Aber habe. ich glaube, dass das Problem aus dem Vergaser kommt. Ja. Kommt schon. Zack. Ab und zu. Genau darum, dass ich noch eine halbe Umdrehung hinten an der Stelle gemacht habe wahrscheinlich. So, guck mal, den kann man rausziehen. Ne? Zack. Die Mutter, die kann man wirklich losmachen? Ja, die kannst du noch. Okay. Aber vorsichtig am besten. Ah! Plastikscheiße einfach ein bisschen. Ah! Das ist der Choke, den du rausmachst, ne? Mhm. Ja, der hat das so ein bisschen, dieses vordere Ding hier so ein bisschen gedreht und dann konnte er das nach hinten wegziehen. So 2, 3 Umdrehungen musste der schon drehen. Ich weiß auch nicht, ob das unabhängig so voneinander ist, als ob das 2 einzelne Dinger sind, weißt du? Die sich dann so gegeneinander festspannen. Zitronenspray für alles. Damit du richtig schön abrutscht, ne? Ich vermute, dass eine Manschette dafür ist. Fachmann, Ein bisschen. Das ist der Zulauf. Das hier ist Unterdruck vom Motor irgendwas. Kommt von den Neumann vielleicht sogar. So, das müssen wir halt. Das hier ist Standgas. Ne? Ja. Ja, ne, nicht so richtig. Ja, so ein Doppelzug scheiße, ja, ne? Ja, der hat da irgendwie sowas, hat er gesagt, dass das irgendein besonderer Zug ist. Der verstärkt sich dann irgendwie so selber oder so, durch diese Feder oder sowas. Vielleicht, also ist denn überhaupt nötig, dass wir den ganz rausnehmen? Ja, Wir könnten den ja auch so, Ne, wir zerlegen den auch und machen den sauber. also einmal richtig sauber machen. Ja, würde ich schon machen mit Ultraschall, ne? Hast du sowas oder was? Mhm. Junge, was hast du eigentlich nicht? Markus hat das. Ja dann, das ist natürlich geil. Also wir haben jetzt hier das Aircut-Ventil losgenommen. Das ist dieses hier. Und man schon sieht, das war nicht ganz dicht. Warum auch immer, ist dort auf jeden Fall Kraftstoff drin. Das ist nicht optimal. Die Membran hier sieht an sich gut aus. Würde ich jetzt nicht sagen, dass die beschädigt ist. Allerdings ist hier so ein kleiner O-Ring drin. Und der hat 2 verschiedene Seiten, der liegt da hinten. Der hat eine flache und eine runde Seite und ich habe eine Erinnerung, dass die flache Seite nach oben muss. Ich muss aber nochmal nachgucken. Die war dann eventuell auch falsch rum drin. Das könnte schon das Problem sein. Aber wir bauen das ganze Ding jetzt sowieso mal auseinander und dann machen wir eh alles sauber und dann mal schauen. Ne? Also wir haben jetzt den ganzen Vergaser hier auseinandergebaut. Und die Vermutung liegt immer noch beim Aircut-Ventil. Das muss auf jeden Fall undicht gewesen sein, das wird so nicht richtig sein. Wir werden jetzt einfach mal die Membran und den O-Ring versuchen neu zu bekommen und neu zu machen und die restlichen Teile halt mal im Ultraschall reinigen und dann hoffen wir mal, dass das das Problem schon behebt. Ne? Heute schon relativ weit gekommen. Bike sieht natürlich jetzt aus wie Scheiße, alles auseinandergebaut. Aber ja, Step by Step, wenn dann das Knallproblem gelöst ist, dann geht es, würde ich mal sagen, als nächstes an die Auspuffanlage. Ne? Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Ja, Macht's gut. Nein, film mich nicht.